Möchtest du überprüfen, ob eure Marke auf Plattformen wie ChatGPT, Google Gemini und Perplexity sichtbar ist? In dieser Folge lernst du, wie du ein kleines, aber feines Audit durchführst und erste Maßnahmen ableitest. Viel Spaß! Lass uns starten mit dem Endergebnis der heutigen Folge und dazu springen wir rein in Google Sheets und was du hier siehst, ist ein Überblick entlang der Kundenreise, was zu einzelnen Fragen erwähnt wird und welche Quellen verlinkt werden. Dann auch welche direkten Wettbewerber hier angezeigt werden und die Gemeinsamkeit der Links, was ist es für ein Format, welches hier dann in den Antworten verlinkt wird bzw. zitiert wird. Und jetzt werden manche sagen, ja, das sieht grundsätzlich ganz lustig aus, aber das ist ja alles conversational, das heißt, das kannst du jetzt nicht. Und das ist absolut richtig. Du kannst natürlich nicht alle möglichen Konversationen, die über mehrere Schritte gehen, mappen, aber du kannst dir für deine Branche die zentralen Fragen, Einwände, diesen typischen Rechercheprozess abbilden. Und wir haben das schon sehr oft gemacht und wir wissen, es ist nicht so statisch logischerweise wie Google-Ergebnisse, aber es ist statischer, wie man meint. Was das heißen soll, ist, es werden typischerweise immer die gleichen zitiert, weil sie offensichtlich was richtig machen und deutlich öfter zitiert als andere, die vielleicht das nicht so richtig machen. Und es macht auch Sinn, weil eine aktuelle Studie von Zero Interactive zeigt ja die starke Korrelation zwischen Google Rankings und LLM bzw. Chatbot Outputs, also Chatbots mit Internetzugang. Selbiges gilt auch für Bing, aber auch in einem geringeren Ausmaß. Das ist ganz spannend. Und wir sehen uns das heute jetzt an am Beispiel Wohncontainer entlang der Kundenreise. Wir haben es hier jetzt schon gemacht für ChatGPT. Wir sehen hier eben, was sind die typischen URLs, die hier aufscheinen, was sind die Konkurrenten und welche Formate haben die verwendet, die offensichtlich funktionieren. Warum? Damit wir Muster verstehen und dann Maßnahmen ableiten können. Und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Nummer 1, definiere deine Branche und Kundenreise. Und für alle, die jetzt ganz neu sind, ist die Kundenreise, auch Customer Journey genannt, beschreibt den Weg, den ein Kunde durchläuft, bevor er sich für ein Produkt oder eine Dienstleistung entscheidet, aber auch darüber hinaus. Sie zeigt, wie der Kunde mit einer Marke auf eine Marke aufmerksam wird, mit ihr interagiert und schließlich Kunde wird oder nicht. Jetzt typischerweise im SEO-Kontext würdest du hier sehr Keyword-fokussiert denken und so weiter, aber Menschen, wie wir wissen, suchen ja mit ChatGPT Search oder Google Gemini vollkommen anders, viel mehr conversational. Du kannst dir auch Fragen stellen, die dir aus unterschiedlichen Quellen Informationen liefern, etc. Das heißt, typischerweise würde ja der ideale Prozess sein, du hast eine Customer Journey Map und basierend auf der Customer Journey Map machst du eine Keyword-Recherche und das Endergebnis ist das eine Keyword Map. Das wäre der ideale Prozess. Jetzt gehen wir, wenn wir uns sowas anschauen, noch einen Schritt weiter und wenn du schon länger dich mit diesem Thema beschäftigst und mit diesem Kanal, dann kennst du dieses Beispiel schon. Typischerweise wäre jetzt Wohncontainer, wenn wir dieses Produkt haben, das wäre eine Zeile in unserer Keyword Map mit diesen Secondary Keywords und dann wäre SEO-technisch das Thema aus. Außer ich bin ein guter SEO, dann hätte ich auch schon die ganzen Micro-Intents und die Fragen drumherum gemappt, aber für viele wird es neu sein. Sowas würde ich jetzt machen, um dann das auch sinnvoll mappen zu können mit Generative Engines. Das heißt, dann haben wir ja genau das Beispiel, was ich gezeigt habe. Wir haben dann diese Fragen rund um dieses Produkt, die ein Kunde durchläuft, bevor er dieses Produkt sich holt. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir uns das anschauen und wir denken, okay, das ist aber eine Zeile in unserer Keyword Map, wie groß wird das Ganze? Und dementsprechend würde ich empfehlen, je nach gewünschtem Detailgrad würde ich nur mich auf die Kernfragen in der Kundenreise beschränken und diese dann prüfen bei ChatGPT und Google Gemini, weil es sind hybride Engines und vielleicht auch bei Perplexity, was eher suchbasiert ist. Vielleicht dazu ganz kurz eine kurze Erklärung, was ich meine mit Hybrid. Bei ChatGPT ist es ja so, wenn ChatGPT in den Trainingsdaten genug Informationen hat, dann liefert es dir eine Antwort ohne irgendwelche Quellen zu nennen, weil es hat genug Informationen, ist sich sicher, dass es da eine Antwort liefern kann. Wenn es jetzt was Aktuelles ist, beziehungsweise es ist nicht umfangreich in den Trainingsdaten drin, dann wird es dir irgendwas zitieren aus dem Internet. Jetzt geht es darum,
Identifiziere die zentralen Quellen und Konkurrenten. Und das zeige ich euch jetzt in Gemini. Wir haben es ja schon im AI Visibility Audit, wir haben es für ChatGPT schon gemacht. Das heißt, wir springen rein in Gemini und sehen, okay, wie viel kostet ein Wohncontainer? Und dann kriegen wir diese Antwort und dann liefert es uns entsprechende Quellen mit. Und dann sehen wir auch schon, dass da Empty Container und Sky Container, die werden auch bei ChatGPT zitiert, aber die anderen werden zum Beispiel bei ChatGPT nicht zitiert. Und was in diesem Kontext vielleicht auch spannend ist, bei diesem Ergebnis ist ein Wohncontainer genehmigungspflichtig, beantwortet ChatGPT das aus den Trainingsdaten, dementsprechend keine Erwähnungen und Quellen. Aber bei Gemini, wenn wir sagen, ist ein Wohncontainer genehmigungspflichtig, dann liefert er uns auch wieder Links mit. Wir wissen also mal, wir haben unsere Links eingetragen und die Marken, die in diesen Texten erwähnt werden, damit wir nicht nur Links drin haben, sondern auch die Erwähnungen, wörtliche Erwähnungen, das heißt zum Beispiel von einer Brand. Jetzt geht es darum, lerne, welche Content-Formate eine überdurchschnittliche Performance liefern. Und das ist ganz trivial. Gehen wir zurück zu unserem ersten Beispiel, dann haben wir diese URLs und die machen wir auf und sehen uns an, was ist das Content-Format. Wenn wir uns das anschauen, offensichtlich ein Ratgeber, dann haben wir hier so, es ist ein Ratgeber, irgendwie hybrid mit irgendeinem Call-to-Action-Tool, aber ich glaube, das ist nicht relevant hinsichtlich, dass es das Format beeinflusst. Dann haben wir wieder einen Ratgeber, dann haben wir wieder einen Ratgeber und dann haben wir wieder einen Ratgeber und so weiter. Das heißt, wenn wir hier ranken wollen, ist es jetzt nicht abwegig zu vermuten, dass wir einen Ratgeber brauchen. So. Viertens, das heißt, sind jetzt hier drin, wir haben uns angeschaut, für Gemini wird das zitiert, diese Konkurrenten, direkten Konkurrenten von uns, die wirklich das Gleiche verkaufen und uns vielleicht Umsatz wegfressen, die werden hier zitiert und typischerweise werden diese Formate zitiert. Das heißt, wir haben ein klares Bild. Jetzt geht es darum, verstehe die Muster und leite Erkenntnisse ab. Und das ist eigentlich wirklich trivial und wird dann in einem Ratgeber, den ich gleich empfehle, sehr gut erklärt. So. Wenn jetzt Konkurrenten direkt zitiert werden, heißt das für dich, dass du dementsprechende Content-Strategien oder Tools auf deiner Webseite auch umsetzen musst. Parallel musst du aber ableiten, warum die Inhalte deines Konkurrenten funktionieren. Das lernst du sehr gut in diesem Beitrag von mir. Das ist aufgeteilt in Off-Page Gaio und On-Page Gaio. Bei On-Page, das ist das Primäre, da geht es einfach, was ist das Format, gibt es da wirklich kompakte Antworten und so weiter. Und auf jeden Fall nach diesen Punkten kannst du deinen Konkurrenten bewerten, wie auch nach diesen Sachen im Kontext von Off-Page Gaio, weil es wird sehr oft sein, dass nicht nur einfach irgendwelche Seiten mit irgendwelchen Ratgebern zitiert werden, sondern was auch passieren wird, ist irgendwelche Aggregatoren, irgendwelche Bestenlisten, die besten Anbieter von so und so weiter. Und dann kannst du ja nichts auf deiner Webseite häufig ändern, sondern du musst schauen, dass du in diesen Aggregatoren landest, wenn du gewinnen willst. So. Wenn Aggregatoren zitiert werden, deswegen nochmal zusammengefasst, musst du dafür sorgen, dass du nicht auf deiner Webseite, sondern bei diesem Aggregator prominent zitiert wirst, wenn du in der Generative Engine deiner Wahl aufscheinen willst. So. Wenn jetzt Publisher zitiert werden, was auch immer wieder passiert, dann solltest du versuchen, dort mit Fachbeiträgen aufzuscheinen. Typischerweise, wenn du irgendjemanden zu einem bestimmten Thema reinkriegen willst. Ich mache es jetzt einmal ganz explizit, sagen wir mal, ist ein Wohncontainer eine gute Investition? Da wird irgendein Publisher zitiert, ein Publisher, wo dann irgendein Konkurrent von dir zitiert wird. Wenn du den da rauskriegen willst, dann kannst du in erster Instanz vielleicht versuchen, mit deiner Webseite einen relevanteren Beitrag zu publizieren oder andererseits zu versuchen, beim gleichen Publisher entweder in diesem bestehenden Beitrag aufzuscheinen oder einen weiteren Beitrag. Und wenn es nämlich ein Publisher ist, dann wird dieser alte Artikel immer tiefer ins Archiv wandern und dein neuer Artikel ist dann der neueste, der frischeste Artikel zu diesem Thema. Aber jetzt sind wir schon voll in die Details drin. Das ist mal ein guter Schritt, um zu sehen, okay, wie ist meine Performance aktuell bei Generative Engines, und parallel solltest du in Google Analytics oder Adobe Analytics, egal was du für ein Web Analytics verwendest, im Blick haben, ob du Traffic bekommst. Natürlich kann es sein, du bekommst keinen Traffic, weil du
nicht aufscheinst, aber es kann auch sein, dass es in deiner Branche einfach deine Zielgruppe verwendet, nicht ChatGPT oder Google Gemini oder Perplexity, um deine Produkte und Leistungen zu finden. Und ganz, ganz wichtig, ist das jetzt schon eine Priorität? In manchen Branchen vielleicht schon, aber in den meisten, wenn du noch kein starkes SEO-Fundament hast, arbeite an deinem starken SEO-Fundament. Wenn du ein starkes SEO-Fundament hast, sieh dir das an und wenn es interessant ist, dann machst du was. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.